Wir werden definitiv unser nächstes Wärmenetz mit der Firma Danfoss umsetzen. Diese Lösung, die wir hier haben, trägt halt einfach zum Energiemix mit bei. Also im ländlichen Raum ist sowas fast überall möglich, sage ich, weil die Räume vorhanden sind. Das Holz kommt ausschließlich aus dem Eurasburger Forst. Wir sehen, das ist die Zukunft und das macht auch Sinn, das Ganze. Es war 2018, da war die Frage im Gemeinderat, wir müssen unseren Kindergarten erweitern, wir müssen dran bauen. Da wir dann gesagt haben, wir brauchen dann eine neue Heizung. Wir dürfen ja keine fossilen Brennstoffe mehr verbauen, weder Gas noch Öl. Und dann war eigentlich die Entscheidung relativ schnell gefallen im Gemeinderat, wir gehen auf Hackschnitzel. Als das dann bekannt wurde, sind schon die ersten Anfragen gekommen. Ja, könnten wir uns da nicht mit anschließen an so eine Hackschnitzelheizung. Meine Firma hat so Netze schon öfter verwirklicht, hauptsächlich bei Biogasanlagen mit der Restwärmenutzung. Und ich habe halt dahingehend beraten, dass das ohne weiteres natürlich auch mit Hackschnitzel zu bewältigen ist. Die Idee, dass wir mit Hackschnitzel unsere Heizung betreiben, kommt ja nicht von ungefähr. Wir sind ein sehr waldreiches Gebiet rundherum. Der Rohstoff kann uns eigentlich fast nie ausgehen. Wir hacken auch nur das Holz, was die Industrie nicht mehr verwerten kann. Das heißt, die Erdstämme von unten weg, die wo einfach schon faul sind, oder oben aus das Gipfelholz, das Astmaterial, das können wir quasi hacken und dann hat das nochmal eine energetische Verwendung. Als erstes ging es darum, die Planung, die Auslegung vom Netz, die Anschlussnehmer zu kontaktieren, eben wer alles Interesse hätte am Anschluss an das Fernwärmenetz und ja, eben die Auslegung der Heizkessel, wie groß die sein sollen, wie viel kW wir benötigen oder wie groß wir das Ganze planen. Dass wir alle kommunalen Gebäude an die Wärmeversorgung anschließen können, das war Voraussetzung, dass man das mit abdeckt und alles andere würde dann den Gemeindebürgern zugutekommen, sprich, dass sie sich anschließen an die Wärmeversorgung. Also wir haben die Straßen aufgeschnitten, wir haben die Genehmigungen von der Gemeinde eingeholt, ja, den ganzen Aushub selber gemacht, wir haben die Leitungen selber verlegt, dazu noch ein Datenkabel mitgelegt, das für unsere Auswertung sehr wichtig ist und haben zusätzlich mit der Gemeinde vereinbart, dass wir das Glasfaser auch gleich mitlegen, wenn wir die Straße schon aufhaben und ja die Zukunft einfach Glasfaser ist. Es ist eigentlich schon ziemlich viel im Boden vergraben. Die Trasse zu finden ist dementsprechend auch schwierig, weil auch immer wieder Kreuzungen vorhanden sind. Also man muss irgendwann über eine Stromleitung drüber, man muss irgendwann über eine Telefonleitung drüber. Das sind immer wieder Überraschungen, weil die Pläne halt teilweise nicht genau stimmen. Und das ist schon eine Herausforderung. Aktuell werden 58 Anschlussnehmer versorgt, darunter eben auch große Abnehmer mit bis zu 300 kW. 20 Anschlussnehmer können wir noch anschließen. Alles, was dann drüber kommt, müssten wir dann neu berechnen und eventuell mit Zusatzanlagen die Heizkraftanlage vergrößern. Die Heizanlage hat 1 Megawatt Leistung. Das Megawatt Heizleistung wird durch 3 eigenständige Heizkessel erzeugt, jeder mit 330 Kilowattstunden Maximalleistung. Und durch diese 3 Kessel sind wir halt auch recht stabil gegenüber irgendwelchen Störungen am Kessel, da immer die 2 anderen einspringen. Zusätzlich sind 3 Pufferspeicher mit jeweils 10.000 Liter. Die hängen aber zusammen, also das ergibt einen großen Pufferspeicher, damit wir einfach die Spitzen ein bisschen abfangen können. Nachdem die Vorlauftemperatur ja ähnlich der alten Ölheizung ist, also 70, 80 Grad, musste nur die alte Ölheizung raus und eben auf die Heizungsvorlaufleitungen mit der Übergabestation angeschlossen werden. Also wir können einfach mit der Anlage die Temperatur so fahren, dass das für auch nicht sanierte Gebäude funktioniert. Die Spreizung, was ja sehr wichtig ist ja gewährleistet durch die Übergabestationen von Danfoss, sodass der Rücklauf eigentlich immer 50, 48, maximal 55 Grad warm wird. Dass wir teilweise fast 30 Grad Spreizung fahren im Netz. Für die Zusammenarbeit mit Danfoss haben wir uns entschieden, weil ich nach langer Suche eben auch auf Danfoss gestoßen bin, dass die auch Übergabestationen machen. Also ich kenne Danfoss schon lange, aber Übergabestationen waren mir jetzt noch neu. Und dann im persönlichen Gespräch ist das Vertrauen entstanden zu den Außendienstmitarbeitern, die uns die Produkte halt vorgestellt haben. Und ab da war für uns eigentlich klar, das ist ein Partner, auf den können wir uns verlassen. Wir haben von anderen Herstellern auch schon Übergabestationen gesehen. Danfoss hat uns dann tatsächlich am besten gefallen. Der Regler ist super, die Übergabestation an sich ist super. Und der Vertreter, der dann kam, steht auch uns bis heute nur zur Seite. Also hier kommen also in erster Linie die Übergabestationen zum Einsatz, die für den Nahwärmebereich geeignet sind.
Das heißt also für die Einfamilienhäuser bis zu ca. 30 kW sind es die VXE Solo-Stationen. So ab 30 kW bis ca. 100 kW die wandhängenden DSA1 Mini-Stationen und alles was über 100 kW ist, dann eben die freigeplanten Stationen, unsere DSE-Stationen. Die Übergabestationen übernehmen letztendlich den hydraulischen Abgleich des Netzes. Das Herzstück einer Übergabestation ist letztendlich ein dynamischer Volumenstromregler, der entsprechend auf die jeweiligen Verbräuche eingestellt wird. In Abhängigkeit des mitverbauten Stellantriebes regelt er dann die Rücklauftemperatur und bietet somit die Möglichkeit eines automatischen hydraulischen Abgleichs der einzelnen Stationen untereinander. Als nächstes haben wir von Danfoss die Lean Heat Software im Einsatz. Diese Software war auch ein Mitgrund, warum wir zu Danfoss gegangen sind, weil es mir ganz wichtig war, per Knopfdruck die Zählerdaten und eben auch die Reglerdaten auszulesen und auch Einstellungen vornehmen zu können. Es ist immer ganz gut, wenn ein Kunde anruft, er hat das und das Problem, es wird nicht warm, ich kann per Handy oder per Tablet reinschauen und kann sofort bei ihm erkennen, wo es nicht stimmt oder wo was verändert werden muss. Und das macht es wirklich einfach zu arbeiten. Ja. Ich weiß, was passiert im Netz, wo passiert was im Netz, damit ich halt zu einem späteren Zeitpunkt die Daten, die ich also mit dieser Aufzeichnung gewinne, entsprechend auswerten kann und das Netz halt einfach effizienter gestalten kann. Für die wirtschaftliche Entwicklung der Gemeinden ist es sehr interessant, da die Wertschöpfung einfach regional bleibt. Der Hackschnitzellieferant von nebenan kann produzieren und liefern, die Straßenbaufirma kann die Fernwärmeleitungen legen, die Betreiberfirma des Ganzen ist ortsansässig und erreichbar. Also der Firma Geil war einfach ein Anliegen, dass die Sache sehr regional läuft und wir sind vor Ort und wir bewegen uns da in sehr engen Umkreis um die Heizzentrale. Ja, es ist ein Stück weit Unabhängigkeit für die Gemeinde dann ja auch. Und deswegen würde ich sagen, ist sowas die Zukunft in vielen Gemeinden. Wir haben auch nicht gewusst, auf was wir uns einlassen, sondern es war alles Neuland. Aber jetzt im Nachhinein muss man sagen, wir sind also hochzufrieden mit dem Ablauf und auch sehr stolz, also als kleine Kommune. Von uns aus hätte es nicht besser laufen können, muss man sagen.